Stellt euch eine junge Frau vor, die in Asche lebt, von ihrer Familie gequält wird und doch ein Schicksal erlebt, das weit über ein glückliches Ende hinausgeht. Doch was verbirgt sich hinter der Geschichte von Aschenputtel? War ihr Leben nur ein Märchen oder liegt eine düstere Wahrheit in den deutschen Wäldern verborgen, wo die Schatten der Vergangenheit lauern? Heute enthüllen wir die Geheimnisse der deutschen Version von Aschenbrödel, von blutigen Ursprüngen, die in alten Überlieferungen verschüttet sind, bis zu verborgenen Symbolen, die euch schaudern lassen werden. Bleibt dran, denn diese Geschichte ist dunkler, als ihr denkt. Ihre Reise beginnt mit einem Fluch, der ihre Familie zerstörte, und Ende. Die Geschichte von Aschenputtel hat ihre Wurzeln in den mündlichen Überlieferungen des 17. Jahrhunderts, lange bevor die Brüder Grimm sie in ihren berühmten Sammlungen aufschrieben. Diese Erzählungen wurden in den abgelegenen Dörfern Süddeutschlands weitergegeben, wo die Nächte kalt und die Lebensbedingungen hart waren. Im Gegensatz zur sanften Kölkedisi-Version, die wir aus modernen Adaptionen kennen, war die deutsche Erzählung rauer und enthielt Elemente, die heute schockieren würden. Aschenputtel lebte in der Asche, weil ihre Stiefschwestern sie als Dienerin behandelten, doch die ursprüngliche Geschichte enthält grausame Details wie die blutigen Schuhe, die ihre Schwestern trugen, um den Prinzen zu täuschen, ein Akt der Verzweiflung in einer Zeit des Mangels. Diese Version stammt aus den ländlichen Regionen Süddeutschlands, wo harte Winter und Armut die Menschen prägten und Geschichten als Warnungen dienten. Woher kam diese dunkle Version? Und warum wurde sie so erzählt, um die Leiden der Zeit wiederzuspiegeln und den Zuhörern Hoffnung inmitten der Not zu geben? Die Stiefschwestern von Aschenputtel sind mehr als nur böse Figuren in einer einfachen Erzählung. In der deutschen Version schneiden sie sich die Zehen und Fersen ab, um in den gläsernen Schuh zu passen, ein Akt der Verzweiflung und Grausamkeit, der in den harten Realitäten des Mittelalters verwurzelt war. Die Brüder Grimm milderten diese Details in ihren Schriften, um die Geschichte für ein breiteres Publikum zugänglicher zu machen, doch die ursprüngliche Erzählung zeigt eine Gesellschaft, in der Schönheit über alles ging und Frauen zu extremen Maßnahmen getrieben wurden. Diese Schwestern waren vielleicht Opfer eines Systems, das sie zu solchen Handlungen zwang, ein System, in dem Ehe und Status das Überleben sicherten, oder reine Bösewichte, die Macht und Anerkennung suchten. Ihre Handlungen spiegeln eine düstere Realität wider, die in den mittelalterlichen Dörfern allgegenwärtig war, wo Neid und Konkurrenz die Familien zerrissen. Der gläserne Schuh ist ein Symbol, das die Geschichte von Aschenputtel prägt und weltweit bekannt wurde, doch in der deutschen Version war er nicht immer aus Glas. Einige Gelehrte glauben, dass es sich um einen Fehler in der Übersetzung aus dem Französischen handelte, vielleicht war es ursprünglich Wehr, ein teures Pelzmaterial oder ein wertvoller Stoff, der Reichtum symbolisierte. Dieser Schuh repräsentierte nicht nur Reichtum und Status, sondern auch die Grausamkeit, die dafür ertragen wurde, wie die verstümmelten Füße der Stiefschwestern, die bereit waren, alles zu opfern. Dieser Gegenstand wurde zum Zeichen der Hoffnung für Aschenputtel, ein Symbol ihrer Befreiung, aber auch ein Mahnmal für die Opfer, die Schönheit und gesellschaftlicher Aufstieg in jener Zeit forderten. Warum wurde dieser Gegenstand so ikonisch und was sagt er über die damalige Gesellschaft aus, in der materielle Werte über menschliche Würde gestellt wurden? In der deutschen Version helfen Vögel Aschenputtel, indem sie ihre Stiefschwestern bestrafen, indem sie ihnen die Augen auspicken, eine Szene, die sowohl Schrecken als auch Gerechtigkeit vermittelt. Diese Vögel sind keine Zufallsfiguren. Sie könnten Symbole für göttliche Gerechtigkeit oder Naturgewalten sein, die die Balance in einer ungerechten Welt wiederherstellen. Die Grimm-Geschichte milderte diese Szene, um ein jugendliches Publikum zu erreichen, doch die ursprüngliche Grausamkeit zeigt eine Welt, in der Rache allgegenwärtig war und die Natur als Richter fungierte. Diese Vögel könnten auch einen alten Glauben an die Natur als Hüterin der Moral widerspiegeln, der in den germanischen Stämmen tief verwurzelt war und in ihren Ritualen eine Rolle spielte. Was bedeuten diese Vögel und wie spiegeln sie die Moral der Geschichte wider, die zwischen Vergeltung und Vergebung schwankt? Aschenputtel spiegelt die soziale Struktur des Mittelalters wider, eine Zeit, in der Frauen wenig Macht hatten und oft den Launen ihrer Familien ausgeliefert waren. Stiefmütter kontrollierten häufig Haushalte nach dem Tod eines Vaters, was zu Konflikten und Missbrauch führte, insbesondere in armen Haushalten. Die Geschichte könnte auf reale Ereignisse hinweisen, wie Erbstreitigkeiten oder die Unterdrückung von Waisen,
die in der Gesellschaft keine Stimme hatten. Archäologische Funde von Aschehaufen in deutschen Dörfern unterstützen die Idee, dass solche Lebensbedingungen existierten, besonders in den kalten Wintern, die die Armen in Elend und Isolation stürzten. Wie beeinflusste dieser Kontext die Entstehung der Legende und warum wurde Aschenputtel zur Stimme der Unterdrückten, die sich gegen Ungerechtigkeit erhob? Aschenputtel ist reich an Symbolen, die tief in der germanischen Kultur verwurzelt sind. Die Asche steht für Demütigung und Reinigung durch Leiden, der Schuh für Transformation und den Aufstieg zu einem höheren Status, und die Vögel für Gerechtigkeit und Rache, die aus der Natur kommt. Die Moral oder Güte belohnt wird, wurde von den Grimms betont, um eine positive Botschaft zu vermitteln. Doch die ursprüngliche Geschichte war ambivalent, mit einer Mischung aus Hoffnung und Grausamkeit, die die Komplexität des Lebens widerspiegelt. War es ein Aufruf zur Ausdauer inmitten von Härte oder eine Warnung vor den Konsequenzen von Neid und Bosheit? Diese Dualität macht die Legende zeitlos und erlaubt verschiedene Interpretationen. Was haltet ihr von dieser Moral und wie passt sie zu eurem Leben, in dem ihr täglich mit Herausforderungen konfrontiert seid? Aschenputtel beeinflusste die Kultur tief und auf vielfältige Weise. Märkte in Deutschland verkauften Aschenputtelpuppen, die als Spielzeug für Kinder dienten, und Dichter schrieben über ihre Leiden, besonders in den romantischen Zeiten des 19. Jahrhunderts, als die deutsche Literatur aufblühte. Moderne Adaptionen wie Disney milderten die Geschichte, um ein globales Publikum anzusprechen, doch die deutsche Version blieb in Volksliedern, Theaterstücken und sogar lokalen Festen lebendig, die die ursprüngliche Düsternis und die rohen Emotionen bewahrten. Dieser Einfluss zeigt, wie universell die Themen von Aschenputtel sind: Armut, Hoffnung, Rache, die in jeder Kultur unterschiedliche Formen annehmen. Wie hat diese Legende eure Vorstellung von Märchen geprägt und welche Elemente bleiben euch im Gedächtnis, wenn ihr an eure eigene Kindheit denkt? Die Geheimnisse von Aschenputtel offenbaren eine Welt, die von Grausamkeit und Hoffnung geprägt ist, eine Erzählung, die seit Jahrhunderten die Herzen der Menschen berührt und uns dazu bringt, über unsere eigene Vergangenheit nachzudenken. Von der Asche zur Krone, diese außergewöhnliche Reise fasziniert uns noch heute und lädt uns ein, die Stärke zu bewundern, die in den dunkelsten Momenten geboren wird. Welcher Teil der Geschichte hat euch am meisten berührt? War es die Verwandlung von Aschenputtel, die Gerechtigkeit der Vögel oder die düsteren Taten ihrer Schwestern? Teilt eure Gedanken in den Kommentaren, denn eure Meinungen helfen uns, diese Legenden weiterzuzählen. Nächstes Mal tauchen wir in eine weitere geheimnisvolle Ecke der deutschen Mythologie ein. Erwartet eine unerwartete Wendung, die euch überraschen und neue Perspektiven eröffnen wird. Vielleicht eine Geschichte, die noch tiefer in die Schatten der Vergangenheit führt. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und bleibt mit Stimmen der Mythen verbunden, wo die goldenen Fäden der alten Legenden weiterweben und euch auf eine unvergessliche Reise durch Zeit und Mythos mitnehmen. Lasst euch von der Magie der Geschichten verzaubern und seid Teil einer Gemeinschaft, die die Weisheit der Vorfahren ehrt.